Willkommen zu dieser technischen Anleitung zu mein Meter HDD. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn dein 1 Meter HDD komische Geräusche macht, kann das auf ein ernsthaftes Problem hindeuten. Oft entstehen diese Geräusche durch mechanische Defekte oder Probleme mit dem Lesekopf. Ignorierst du diese Warnsignale, kann es zu einem totalen Datenverlust kommen, was verheerend sein kann. Daher ist es wichtig, das Problem schnellstmöglich anzugehen. Für die Reparatur benötigst du einige grundlegende Werkzeuge, einen Kreuzschlitzschraubendreher, einen flachen Schraubendreher, eine antistatische Handgelenkschlöffe, um Schäden durch statische Elektrizität zu vermeiden, sowie eventuell einen neuen Lesekopf, falls dieser defekt ist. Zuerst musst du den 1 Meter HDD vorsichtig öffnen. Stelle sicher, dass du ihn von der Stromquelle trennst und alle Kabel abziehst. Öffne das Gehäuse mit dem Kreuzschlitzschraubendreher und achte darauf, die Schrauben an einem sicheren Ort abzulegen. Nach dem Öffnen des Gehäuses kannst du die inneren Komponenten sehen. Der Geräuschverursacher ist oft der Lesekopf oder die Platten. Überprüfe, ob der Lesekopf blockiert ist oder Anzeichen von Beschädigungen aufweist. Um den Lesekopf zu ersetzen, musst du die kleinen Schrauben lösen, die ihn halten. Achte darauf, die richtige Kraft anzuwenden, um die Schrauben nicht zu beschädigen. Diskonnektiere die Kabel vorsichtig, um keine benachbarten Komponenten zu verletzen. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Nach dem Austausch des Lesekopfs setze alles wieder zusammen, achte darauf, dass alle Teile richtig sitzen und die Schrauben fest angezogen sind. Überprüfe, dass keine Teile übrig geblieben sind und teste den HDD, bevor du das Gehäuse endgültig schließt. Um zukünftige Probleme zu vermeiden, stelle sicher, dass dein HDD in einer stabilen Umgebung bleibt und nicht Stößen oder starken Erschütterungen ausgesetzt ist. Regelmäßige Backups sind ebenfalls ratsam, um deine Daten zu sichern. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, in der ganzen Schweiz. Link in der Beschreibung.